Ja, nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland, da war eigentlich sehr schnell schon klar, dass es verdammt schwierig werden würde, dort überhaupt Regierungen zu bilden. In Thüringen, da verliefen die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD und BSW dann doch recht harmonisch und pragmatisch. Doch jetzt, wo es konkret wird, da kommt Sarah Wagenknecht mit Forderungen an die CDU, die eindeutig im Widerspruch zur Parteilinie der Christdemokraten stehen. Das alles riecht verdächtig nach Bundestagswahlkampf, findet Achim Unser. In Thüringen heißt es weiter warten. Nachdem CDU, BSW und SPD erfolgreich miteinander sondiert haben, könnten sie jetzt eigentlich die Koalition verhandeln. Doch plötzlich fordert das BSW von Thüringens CDU klaren Widerspruch zu dem, was der CDU-Vorsitzende Merz als Ziel der Partei propagiert. Wir müssen ja einfach sehen, Herr Merz hat diese Woche im Bundestag eine Rede gehalten. Wenn man das umsetzen würde, was er gefordert hat, das würde bedeuten, dass Deutschland in einen Krieg mit Russland eintritt. Das ist hochgefährlich. Wenn wir mit seiner Partei koalieren, dann muss natürlich deutlich werden, auch für unsere Wählerinnen und Wähler, dass sich die Landesregierung von einem solchen Kurs deutlich absetzen. Friedrich Merz sagte zuvor noch, dass seine CDU sich von der BSW-Chefin nicht am Nasenring durch die Manege führen lasse. Die Thüringer CDU ist derweil bemüht, Wagenknechts Querschüsse herunterzuspielen. Was sie fordere, sei nicht brisant. Jetzt geht es darum, was man in einer möglichen Präambel eines Vertrages zu einer Regierung formulieren soll, auch zum Thema Frieden. Das war auch vorher klar und insofern sehe ich das eher als ein bisschen Getöse aus Berlin, aber tatsächlich nicht in der Substanz etwas anderes, als was wir hier in Thüringen machen. Wagenknecht ist die anstehende Bundestagswahl aber wichtiger, als in den Ländern mitzuregieren. Der Mythos der Friedenspartei darf keine Kratzer bekommen. Das BSW wird in Thüringen deshalb kaum Kompromisse machen, wenn es um die eigenen Kernziele geht. Ob die Brombeer-Koalition in Thüringen kommt, ist deshalb noch offen. Keine einfache Situation. Also darüber wollen wir sprechen. Marco Reinke für uns im Deutschen Bundestag. Marco, also das ist ja ziemlich schwierig für die CDU, denn man muss ja aufpassen, dass man da nicht schizophren wird von der maximalen Distanz auf der Bundesebene, aber eben doch der Zusammenarbeit auf Landesebene. Wie geht man mit diesem Dilemma denn jetzt nun um? Also zunächst einmal versucht man, das Ganze so gut wie möglich von sich zu schieben. Mario Vogt, der hat gestern Abend als Reaktion ja auf diese Forderung von Sarah Wagenknecht noch einmal ein Bild gepostet. Darauf sind zu sehen er und im Hintergrund Friedrich Merz, dazu eben die Worte eine Union. Und damit macht er natürlich auch noch einmal die Distanz zu diesen Forderungen deutlich. Nur das, was wir gerade im Beitrag von ihm gehört haben, dieses gelassene Abtun von wegen, naja, das ist halt Getöse aus Berlin und wir machen hier in Thüringen das, was wir machen wollen. Und das klang ja am Ende auch so ein bisschen so, dass er davon ausgeht, dass man eben nicht von Seiten des Thüringer BSW wirklich an diesen Forderungen so festhält. Das ist erst einmal fraglich, ob das dann in der Praxis auch so kommen wird. Denn eines ist klar, die thüringische Spitzenkandidatin des BSW Wolf, die hat zuletzt deutlich Druck bekommen aus Berlin von Sarah Wagenknecht, von der Parteispitze. Und da hat es dann auch Sätze aus der Partei gegeben, wie uns sind am Ende die Menschen wichtiger als Ministerämter, was natürlich am Ende ein klarer Hinweis darauf ist, dass man eigentlich diese Linie doch deutlich durchsetzen will. Am Ende sicherlich eine Frage, ob sich der Thüringer Landesverband dagegen die Bundesspitze des BSW durchsetzen kann. Aber zumindest scheint es erst einmal so, als wenn man da relativ gelassen von Seiten der Thüringer CDU draufschaut. Ja, das ist wirklich auch sehr bemerkenswert gewesen. Mal gucken, wie man trotzdem jetzt diesen Widerspruch irgendwie am Ende lösen will. Marco, danke.